Wir sind wieder in Barcelona. Das Wetter ist einen Monat besser. Oder 6 Wochen sogar, glaube ich. Mhm. Und wir suchen einen Parkplatz. Wir haben endlich einen Parkplatz gefunden. Aber Ja. wissen Sie, das ist schon ein bisschen abgesperrt. Ja, ich glaube. Aus, Oder? das Schau ist mal. auf jeden Fall ein Weil das Problem ist, dass wir halt überall zu hoch sind für Parkgaragen. Und diese Garage ist aber 3 Meter irgendwas hoch, 3,5, das wird gehen für uns. Hier darf man nur mit kleinen LKWs hinein und nicht mit unserem Auto. Und ja, sie weiß, dass wir zu groß sind für da drüben, aber wir sollen uns einfach irgendwo anders einen Parkplatz suchen. Es gibt eh überall welche. Wir haben dann noch auf den Busparkplatz geschaut, aber da durften wir auch nicht. Und wir glauben, dass wir jetzt endlich was gefunden haben. Ah, 20. Ja. Was soll das? Wir haben endlich einen Parkplatz. Nach gefühlten 3 Stunden, aber wahrscheinlich 1 Stunde. Parkplatzsuche haben wir endlich einen gefunden. Einfach auf der Straße. Also in so einem Bereich, wo man halt zahlen muss. Wir sind jetzt in einem Restaurant, wo wir noch ein bisschen was essen. Und dann werde ich wahrscheinlich Hilfen machen und der Dani wird spazieren gehen. Und da. Das sieht so gut aus. Das ist ein guter Platz. Ach, das ist keine Scheibe. Ich glaube, wir sind schon 3 Stunden im Restaurant. Und Dani ist jetzt auch wieder da, nach dem Spaziergehen. Ich habe die Untertitel fertig gebracht. Wir beantworten Mails und Kommentare. Das Essen war so gut hier. Also ich kann das wirklich jedem empfehlen. Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Urban Dogs oder so. Ja, genau. Urban Dogs heißt es in Barcelona. Und sein Fahrbegleiter, der neben ihm sitzt, schaut einfach nur aufs Handy und reagiert nicht wirklich. Ich finde das so schlimm, weil am Defender ist es halt egal. Aber bei jedem anderen Auto wäre das ein Schaden und sie würden einfach wegfahren. Oh mein Gott, das war knapp. Hat auch ein Foto gemacht. Es ist jetzt bald 20 Uhr und wir werden uns bald auf den Weg machen zur Fähre. Ja, das hat geklappt mit dem Stornieren und wir haben eine Kabine. Das ist 130 für 2 Leute Kabine, Auto, alles. Wahnsinn. Exklusive Nutzung Ja, Innenkabine. das ist für Fähren echt Wahnsinn. Letztes Mal habe ich ja den Fehler gemacht und mich bei Grimaldi Lines vom Business-Frühstück habe ich mich reinlegen lassen. Und den Fehler haben wir diesmal nicht gemacht. Wir haben jetzt für den Wert von 2 Business-Frühstück, also 2 mal 5 Euro, haben wir so viele Sachen jetzt in dem kleinen Carrefour da eingekauft. Also ja, wir sind jetzt wirklich perfekt vorbereitet. Wir haben eingecheckt und unsere Karten bekommen, die auch gleichzeitig die Schlüssel zu unserer Kabine ist. Und jetzt warten wir da einfach. Ich habe jemanden gefragt, wann Boarding ist und er hat gesagt, 1 hour, more or less, I don't know. Ja, also irgendwann ist Boarding und dann... Wir haben jetzt mindestens noch 1 Stunde, bis gebordet wird. Wir stehen in der ersten Reihe und ich nehme jetzt das Armaturenbrett nochmal auseinander, damit wir diese Welle einbauen können. Und ja, die Zeit läuft. Ja, nur eine Frage, wenn du es nicht schaffst, können wir dann trotzdem fahren? Ja. Okay. Du musst halt Vorsicht. 1000 Hände haben, damit du die ganzen Schrauben Ja. halten kannst. Da springen sie alle raus. Jeder schnappt sich ein Auto. Sind alle offen. Startet und schubs. Bei jeder Umdrehung tut sich der Motor hörbar ein bisschen schwerer und der Deckel drückt sich da so ein bisschen weg. Ich habe gerade unsere Tickets hergezeigt und der hatte ein bisschen Mühe, uns das Schild daher zu stecken. Der LKW ist gerade ans Dach angefahren. Das hat sich Aber gar so nicht richtig. gut angehört. Dann ist er aber zurückgefahren mit Gewalt und dann Ja, das ist ja eigentlich das wäre wirklich was gebrochen. Oh Jemini. ja, aber ist nämlich auf dieser Stütze da angefahren. Ja. Dieser Stütze drüben.
Und ich glaube, wir haben falsche Wiper-Arms bestellt. Nein, glaubst du, so für falsche Richtung? Es gibt Right-Hand Drive und Left-Hand Drive. Nein. Ja, da wo wir es bestellt haben, auf LR Direct, da steht nämlich nicht, dass das Right-Hand Drive ist. Ja, das heißt, wir haben das falsche Teil bestellt. Das heißt, es war doch nicht das letzte Teil, das wir bestellt haben. Dieser Stab hier, so am Ende nach rechts gebogen und wir brauchen ihn am Ende nach links gebogen. Und ja, die Artikelnummer ist DKB 00051 PMD und wir haben 61 PMD bestellt. Da steht es dabei, Wiper Arm Front Left-Hand Drive, aber bei unserem stand es nicht dabei, dass es eben für Right-Hand Drive ist. Und wir dachten uns, ja, endlich haben wir das richtige Teil gefunden. Tja, gut, es sind nur 5 Euro gewesen pro Stück. Insofern nicht so tragisch. Das andere Teil hat 36 Euro gekostet pro Stück. Tragischer. Das passt aber zum Glück, ja. Und ja. Es ist Freitag, das heißt Samstag tut sich nichts, Sonntag tut sich nichts, Montag werden wir es bestellen. Sie versuchen die ganze Konstruktion jetzt mit einem Spanngurt noch gerade zu ziehen. Okay, also sie versuchen es nicht gerade zu ziehen, sondern diese Rangiermaschine für den Sattelauflieger, die, glaube ich, zieht jetzt mit einer Kette die Konstruktion gerade und dann wollen sie es mit den Spanngurten einfach nur wieder stabilisieren. So, der LKW ist jetzt mittlerweile frei und die ganze Konstruktion steht von alleine. Bin gespannt. Ha, ist wieder gerade. Jetzt noch die Spanngurte festziehen und es ist so gut wie neu. Spotting beginnt. Endlich. Wir sollten eigentlich gerade losfahren, gell? Ja. 5 Minuten. In 5 Minuten geht sich aus. Autos rein, Klappe zu, Schiff fährt los. Also wir glauben, dass der LKW dahinter Starthilfe bekommt, von dem der jetzt quer steht, weil sonst würde es keinen Sinn machen, dass der jetzt quer fährt. Haben? Ja. Geht schon wieder. Stepping out alone. Hey, habla, dilo Portugal. Wir haben keine Scheibenwischer, wo man es drunter klipsen kann. Und da unten ist es zu nieder. Out every night on my own. We've got everything, can't you see? Diesmal wurden wir richtig schön eingepackt. Aber jetzt sind wir drauf gekommen, dass sie uns falsch hingestellt haben, glaube ich. Weil es mehrere Stationen gibt und wir nach Porto Torres wollen. Und dafür müssen wir uns woanders hinstellen. Ja, aber jetzt müssen wir kurz warten. Sie haben beschlossen, dass wir doch da stehen dürfen. Hoffentlich passt es. Der eine vom LKW hat ihnen noch gesagt, ja, die haben uns geholfen mit den Starterkabeln. Und dann haben wir gesagt, okay, passt, geht's einfach rauf. Das Tolle ist, dass wir unseren Zimmerschlüssel schon haben, weil das ist die Karte, die man beim Check-in bekommt. Also wir gehen jetzt einfach rauf in unser Zimmer und fertig. Oh, schön. Sogar Betten. mit Handtüchern und einer Dusche. Wir haben jetzt noch gegessen und jetzt gehen wir schlafen. Gute Nacht. Ladies and gentlemen, good morning. Your attention please. This is some information about our sailing the weather conditions. We are now at a distance of 65 miles from Porto Torres. The cruising speed is 26 knots. The sea is calm, the sky is cloudy. The outside temperature is 12 degrees. We inform also passengers that the expected time of arriving in Porto Torres is around 12:40 p.m. Thank you for your kind attention and we wish you a pleasant crossing on board the motor vessel Cruise Barcelona. Schauen jetzt mal zum Auto runter. Ja. Die Fähre bleibt hier endgültig stehen. Ja, ist noch eine Zwischenstation.
Und wir sind noch im Hafen, also wir sind schon im Hafen, aber wir bewegen uns noch, also noch kein Ausladen. Oh, schön. Sono attenti all'anestesia. Gli autisti sono attenti all'anestesia. Grazie. Sardinien! Das Wetter ist schon mal sehr vielversprechend. Ja, es ist so warm. Oh. Wir werden jetzt in Sardinien und Sizilien und dann noch Mainland Italy ein paar Wochen verbringen. Und ja, das heißt, wir brauchen wieder eine Daten-SIM-Karte, um die Videos hochzuladen. Kann das sein, dass ein Mobilfunkanbieter einfach jeden Tag von 13:30 Uhr Bis 16 Uhr. bis 16 Uhr Mittagspause hat? Siesta! Oder Sieste. Spanisch, oder? Sieste. Auf Italienisch steht es genauso. Was? Mittagspause Siesta, muss man machen. Naja, also am Nachmittag. 3 Stunden. 3 Stunden Mittagspause doch, damit sich ein Schläfchen ausgeht. Ist gesund. Wir haben tatsächlich eine Siesta gemacht und sind jetzt am Weg zum SIM-Kartengeschäft. Wir waren erfolgreich. 25 GB, das ist wirklich viel. Aber ja, wir werden noch wirklich lange in Italien sein jetzt. Ein richtig schönes kleines Städtchen. Ja. Es ist echt schön, der Sonnenuntergang, und der spiegelt sich noch dazu in der Motorhaube. Gerade das richtige Timing erwischt jetzt. Aber wir hoffen, dass wir noch zu unserem Schlafplatz kommen, bevor es ganz dunkel ist. Weil wir haben was echt Cooles herausgefunden. Aber schauen wir mal. Ja, da wo wir hin wollten, das ist Privatgrund und nicht befahrbar. Also einen Kilometer vorher abgesperrt. Also das ist ein riesiger Privatgrund. Ja, und jetzt haben wir noch 2 andere Wege ausprobiert, die waren auch beide abgesperrt. Jetzt haben wir einen Platz gefunden, aber der war direkt neben dem Zug und der Zug fährt jede Stunde. Und das ist wirklich direkt neben den Gleisen gewesen, also das ist auch eher nicht möglich. Und jetzt sind wir noch dazu vor den Bahnschranken gefangen. Aber wir werden schon was finden. Das ist schon ganz dunkel, aber... Oh, der Zug! Ja, neben dem möchte ich nicht schlafen. Nein. Also die Sardinier lieben Zäune, Absperrungen und Verbotsschilder. Ja. Da steht jetzt für nicht autorisierte Personen verboten, weil danach ein alter Steinbruch ist. Ja, aber es gibt überall diese Schilder. Wir waren Verboten, schon- verboten, verboten. Ja, und jede Feldeinfahrt und sowas. Ich kann mich Bei erinnern, den wo wir, Zaun, ja. ja, wo wir in England, in Dover gestanden sind. Das war einfach ein Feld und man konnte das erste Stückchen reinfahren, ohne was kaputt zu machen. Da sind wir gestanden. Das würde hier niemals gehen. Geschafft! Erfolgreich. Da hinten hört man neben dem Lärm der Autobahn noch weiter hinten, hört man immer so ein helles Klingeln. Und ich glaube, das sind Schafe. Also ich bin schon gespannt, was uns morgen erwarten wird, wenn wir hier aufwachen. So richtig ganz zufrieden mit dem Schlafplatz bin ich nicht. Morgen Vormittag soll ein bisschen Wind aufkommen. Und wir wissen nicht, wie früh das geschehen wird. Wir sind eigentlich jetzt gerade ziemlich ausgeschlafen, um 9 am Abend. Deswegen fällt es uns schwer, jetzt noch schlafen zu gehen. Aber wir wollen halt morgen früh aufwachen, damit wir nicht um 10 Uhr vom starken Wind geweckt werden. Also werden wir jetzt einfach versuchen zu schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht.